Hallo, da bin ich mal wieder, liebe Pouring-Freunde. Heute zeige ich euch, so hoffe ich, wie ich einen perfekten Swipe machen würde. Und zwar habe ich 9 Tricks dafür vorbereitet. Geht gleich los. Der erste Trick ist, dass man die Leinwand befeuchtet. Dazu kann man einen Pinsel mit Wasser verwenden. Man kann aber auch verdünntes Fluorol verwenden, das man vorher auf die Leinwand gießt und verteilt. Es ist auch besonders angenehm, wenn man ein Bild hat, das man übergießen will. Dann kann man, um eventuelle Silikonölreste zu entfernen, das Bild unter Wasser halten, spülen mit Spülmittel, drüber gehen mit einem Schwamm, wie eine fettige Bratpfanne, nur dass man also nicht gerade die Kratzseite nimmt. So bereitet man ja übrigens auch die Bilder vor zum Lackieren oder zum Aufbringen von Resin-Epoxidharz. Dies ist mal die erste Arbeit, die gilt für jedes Bild, das mit Acryl gemalt wird. Das macht man dann am besten als allererstes, bevor man die Farben anmischt, denn dann hat die Leinwand richtig Zeit, sich voll zu saugen. So, ich habe folgende Farben, also einige verschiedene Schattierungen von Violett, Lila, Flieder. Ich habe überall einen Tropfen Silikonöl hineingetan und ich rühre das kräftig durch. Es gibt manche, die sagen, wenn man kräftig durchrührt, gibt es nur kleine Zellen. Andere, wie zum Beispiel Annemarie Ridderhof, die rührt immer kräftig durch. Hat auch wunderschöne große Zellen. Also ich glaube, wenn das Silikonöl gut in der Farbe verteilt ist, ihr seht, wie gut das läuft, dann bilden sich mehr Zellen. Und durch entsprechendes Gießen kann man ja auch die Zellen dann noch vergrößern. Ihr seht, das läuft alles wie warmer Honig, wie Trinkjoghurt. Was hat man noch für Vergleiche? Sahne, flüssige Schlagsahne. Das ist vielleicht ein bisschen dick, aber das ist auch eine merkwürdige Farbe mit Glitter. So, der nächste Trick, den ich mir ausgedacht habe, ist, dass ich in diesem Fall jedenfalls die Farben nebeneinander gieße. Ich gieße die Farben nebeneinander, aber mit weitem Abstand. Denn beim Wischen werden sie doch wieder zusammen gewischt. Fangen wir mal an. Ich habe jetzt überschüssige Flüssigkeit gar nicht weggenommen von der Leinwand.
Mal sehen, wie sich das auswirkt. Für ganz oben ist es jetzt schon zu spät. Hier kann ich es noch etwas wegtupfen. Wir werden ja dann den Unterschied sehen. Experimentieren macht immer Spaß. Der nächste Streifen also ruhig mit Abstand. Man wird hinterher beim Gießen, beim Wischen sehen, dass sowieso alles zusammenläuft. Die Streifen gehen auseinander von alleine, sodass am Schluss gar nicht so viel an weißer Fläche übrig bleiben wird. Das ist jetzt diese merkwürdige Glitterfarbe. Ich etwas näher dran gegossen, weil ich nicht so recht weiß, wie die sich verhält. Hier wieder ein gehöriger Abstand. Hier vielleicht noch ein dünnes Streifchen Grün und hier noch ein dünnes Streifchen Flieder. Der nächste Trick betrifft die Wischfarbe. Die Wischfarbe ist in diesem Fall weiß und ist doppelt so dünn, also dünner als die anderen Farben. Das heißt, wenn ich bei den anderen Farben ein Teil Wasser hinzufüge, dann füge ich bei Weiß zwei Teile Wasser hinzu. Jetzt muss ich erstmal den Platz checken. Ich werde es zu mir hingießen. Das ist also Trick Nummer 4. Ihr könnt es jetzt nicht mehr ganz sehen. Ich werde das etwas weiter weg machen müssen. So, jetzt müsste wieder alles drauf sein. Ich habe das also gedreht, weil ich immer zu mir hin wischen möchte. Einen kleinen Abschluss. So. Bevor ich wische, muss ich jetzt den Platz checken, ob ich in einem durchgießen kann oder ob ich irgendwo anstoße und dann nicht durchkomme, anhalten muss, rückeln muss. All das verdirbt das Bild. Ihr seht, wie das schon schön zusammengelaufen ist. Damit habe ich schon mal wieder eine Menge Farbe gespart. So, Platz zum Gießen habe ich. Ich komme in einem Rutsch durch. Die könnte ich vielleicht noch wegsetzen, damit ich auch oben vernünftig ansetzen kann. Mal sehen. Der nächste Trick ist das Wischwerkzeug. Das sollte durchsichtig sein. Okay. Damit man noch sieht, was man macht. Damit man sieht, was unter dem Wischwerkzeug vor sich geht. Ich fange jetzt an mit einem relativ breiten Streifen Weiß oben. Und genau da liegt meistens das Problem bei Swipes, dass dieser weiße Streifen zu dick bleibt und das Ganze deswegen nicht homogen aussieht. Deshalb nimmt man diese durchsichtige Laminierfolie und legt sie an und wackelt hin und her. Und zwar nicht nur so ganz kurz, sondern wirklich so, bis man überall
Farbe hat. Leider ist das ein bisschen zu schmal. Ich kann es vielleicht noch mal versuchen. Das sieht so toll aus, was hier drauf ist. Ei, ei, ei. So, ich habe trotzdem genug Platz. Also ich wackele hin und her, bis ich wirklich eine farbige Oberkante habe, nichts Weißes. Und jetzt versuche ich, so gut ich kann, ohne Druck, langsam, ganz langsam zu wischen. Man sollte auch vorher sich überlegen, wo man die Folie dann hin tut, wenn sie mal runterfällt vom Bild, so wie jetzt. Die Folie benutze ich jetzt, um die Seiten der Leinwand zu gestalten. Erste spontane Zellbildung ist vorhanden. Ich sag's ja, Annemarie Ridderoff hat recht. Kräftig durchmischen. Kräftig durchmischen. Das Silikonöl in den Farben. Das lege ich jetzt weg. Was ist das nächste, was man jetzt tut? Natürlich erhitzen. Die ersten die ersten Zellen sind ja schon entstanden, aber das können noch mehr werden. Ihr seht, wie dünn die weiße Schicht ist und was darunter alles noch an potenziellen Zellen hervorkommen könnte. Immer schön schnell bewegen, mit schnellen Bewegungen drüber gehen. Ansonsten verbrennt man die Farbe, dann ist alles hinüber. So, den letzten Trick brauche ich euch eigentlich gar nicht zu zeigen, weil es hat geklappt. Angenommen, es hätte nicht geklappt da oben. Es wäre dünn geblieben oder weiß oder wie auch immer. Dann kann man zurücklaufen lassen, ein bisschen, das Ganze. Und wenn sich die Zellen dann verformen, so wie in diesem Moment sie das tun, dann nimmt man das Bild einfach und lässt es wieder zurücklaufen, bis die Zellen wieder ihre ursprüngliche schöne Form erhalten haben. Und das ist das ganze Geheimnis. Aber das Bild ist klasse. Meine neuen Tricks, 9, die Zahl 9, nicht neuen, meine neuen Tricks haben tatsächlich zum Erfolg geführt. Ihr könnt es nachmachen. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ich beantworte jede Frage, die ihr in den Kommentaren stellt. Oder auf meiner Facebook-Seite. Die Links findet ihr alle unter dem Video. Und ich hoffe, das hat euch Freude bereitet. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Und ich zeige euch gleich noch ein Close-up von diesem klassischen Swipe. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, hier das Close-up, das ich euch noch versprochen habe. Ich habe die Zellen nochmal, wie ich es angedeutet hatte, dann doch hin und her laufen lassen. Hoch und wieder zurück. Man sieht, es sind sehr viele Zellen und sehr wenig weiß, so wie ich das wollte.
Das erste Bild in Weihnachtsfarben. Es werden noch mehrere folgen. Hier noch ein Bonustipp für alle, die bis hier ausgehalten haben. Wenn das bei Gerstecker Leinwänden leider, muss ich sagen, sehr oft vorkommt, zu viel Baumwolle durchguckt, also Gewebe, dann kann man diese Stellen einfach mit Bling Bling überdecken. Das heißt sowas hier. Da kann man also dann Glitter drüber gießen. Dann fällt es nicht mehr so ganz auf. Das war der Bonustipp Nummer 10. Tschüss.